So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir werden heute wieder eine Hyperlapse stabilisieren. Es geht um alte Hyperlapses, bei denen man weder gut mit dem Warp Stabilizer zurande kommt, noch mit dem manuellen oder automatischen Tracking. Ich zeige das kurz mal. Es ist eine alte von 2009. Das erste Foto ist um 23:16 Uhr und das letzte um 23:24 Uhr, das heißt gerade mal 8 Minuten. Ich vergrößere das Ganze mal, so kann man das als Vorschau sehen. Sieht okay aus, ist nicht so arg verwackelt, aber das werden wir gleich sehen, dass das schon sehr verwackelt ist. Wir gehen dazu in After Effects, gehen auf Datei, importieren, Datei und hier die Fotos. Und im besten Fall ist das Footage auf derselben Festplatte wie auch After Effects und Premiere. Hier Importer JPEG-Sequenz und importieren. Hier klicken wir mit der linken Maustaste drauf, halten diese gedrückt und ziehen das in die Timeline. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Aha, also sehr, sehr verwackelt, aber hinsichtlich dessen, dass das aus der Hand gemacht wurde, ohne Stativ, mit einer Nikon Coolpix, sieht es ganz okay aus, wie ich finde. Das erste, was ich mache, ist Komposition, Kompositionseinstellungen, und hier gehe ich mal auf 1200. Die Originaldatei ist 1024 x 768. Ich möchte nämlich sehen, was genau der Warp Stabilizer mit dieser Sequenz macht. Wenn der Warp Stabilizer der letzte Effekt war, den ihr genutzt habt, könnt ihr einfach auf STRG, Alt, Shift und E drücken. Dann gehen wir ganz schnell auf Erweitert, denn das ist nicht automatisch aktiviert. Gehen auf Detaillierte Analyse. Hier gehen wir auf Position, Skalierung und Drehung. Hier gehen wir auf Nur Stabilisieren. Und die Glättung, da reicht meistens 1%. So. Ich bin natürlich nicht ganz zufrieden. Okay, es sieht gut aus, aber es ist noch nicht gut genug. Es ist nicht das Optimum, was man aus so einer Sequenz rausholen kann. Jetzt gehen wir normalerweise immer hin, ziehen uns mit der linken Maustaste diese bereits stabilisierte Sequenz in dieses kleine Filmstreifen-Symbol. Hier entsteht nun eine neue, saubere, jedoch bereits stabilisierte Sequenz basierend auf der Ursprungssequenz. Wir klicken hier drauf, drücken Enter und benennen das Ganze um in Warped und manuell und hier einfach Warped. Okay, so wissen wir, welche Sequenz welche ist. Und können hier jetzt mit der feineren Stabilisierung weitermachen. Normalerweise würden wir jetzt auf Bewegung stabilisieren gehen und uns einen fest definierten Punkt suchen. Dieser ist aber durch diese sehr geringe Auflösung und den teilweise sehr verwaschenen Fotos kaum möglich zu finden. Da wir hier keine wirklich guten Kontraste und keine scharfen Kanten haben, kann auch der Motion Tracker nicht in dem Maße arbeiten, als dass es für uns eine Zeitersparnis bedeuten würde. Aus dem Grund habe ich eine andere Stabilisierungsmethode für mich entdeckt, die bei jedem Footage funktioniert, insbesondere bei zu stark verwackeltem Footage funktioniert sie sehr gut, bei dem der Tracker nirgendwo richtig anhaften kann und wir auch mit dem Tracker, falls wir das manuell machen wollen, auch nicht wirklich sehen, welcher Punkt welchem Pixel entspricht. Und es funktioniert vor allem bei Material gut, welches zu stark verwackelt ist und wir es damit erstmal vorstabilisieren, um es dann mit dem Warp Stabilizer weiter bearbeiten zu können. Wir gehen hier unten auf die Transformationswerkzeuge, transformieren. Brauchen tun wir aber nur Position, Skalierung und Drehung. Und die ersten Keyframes für diese Parameter Position, Skalierung und Drehung sind soeben entstanden. Wir holen uns über Ansicht, Lineale einblenden. Holen wir uns die Lineale.
hier das Vertikale, hier mit der linken Maustaste halten und das Horizontale holen. Und somit beginnen wir einfach mit der Stabilisierung. Diese, die stimmt ja hier schon überein. Gut, dann setze ich einfach 1, 2, 3 und gehe zurück und mache hier bei Drehung einfach den hier. Mit der linken STRG-Taste gedrückt kann man relativ fein arbeiten. Ohne sie ist es sehr, sehr stark, sehr schnell und nicht so präzise. Mit der STRG-Taste gedrückt kann man sehr fein arbeiten. Das Gegenteil wäre die Shift-Taste, das ist noch schneller. Die ersten beiden Frames haben wir stabilisiert, was die Drehung angeht. Damit würde ich auch immer beginnen, denn wenn man die Position zuerst stabilisiert, um danach die Drehung anzupassen, so wird die Position nicht mehr passen. Also besser erst die Drehung, dann die Position und Skalierung. So arbeiten wir uns jetzt mit der linken STRG-Taste gedrückt, mit den Pfeiltasten nach vorne. Hier zum Beispiel passt das ja noch. Also gehe ich hier auf Position, Skalierung, Drehung und hier gehe ich auf die Drehung und passe das Ganze an. Wenn ich es anhand der Farbe der Lineal nicht sehe, schiebe ich das Ganze auch ein bisschen nach oben. Ansonsten kann man bei Bearbeiten, Voreinstellungen, Raster und Hilfslinien die Farbe der Lineale anpassen. Hier würde ich sagen, nehmen wir ruhig mal sowas, so ein helles Blau, denn das ist noch ein guter Kontrast zu dem Himmel als auch zum Gebäude. So, das Ganze wird jetzt hier angepasst und stabilisiert. Man kann auch näher ranzoomen und die Ecken sich angucken. Jetzt gehen wir mal mit der linken STRG-Taste vorwärts und rückwärts und sehen, aha, der hier ist ja die Basis, das ist okay. Der nächste, der ist ein bisschen weit nach rechts. Jetzt ist er ein bisschen weit nach links. So passt das aber. Und hier geht das ein bisschen zu weit nach oben. Und hier geht das Ganze nach rechts, zu sehr nach rechts. Und jetzt sehe ich auch, das geht ein bisschen weit. Die linke Seite geht ein bisschen zu weit nach links oben. So passt das. Und hier mit der Shift-Taste gedrückt. So, und damit ich das nicht alles von vorne machen muss, zeige ich euch mal, wie weit das Ganze jetzt gekommen ist. Okay, gucken wir uns das mal an. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis und ja, so mache ich das immer. Vor allem bei altem Material, bei dem ich mit dem Tracker nicht so gut zurechtkomme. Okay, ich hoffe, es hat dir gefallen und auch was gebracht. Bei Fragen einfach in die Kommentare und bis zum nächsten Video. Ciao!